Good morning, my dear friends. Guten Morgen, meine lieben Freunde. So, what is the first attitude or the first mentality with which many Christians approach God? Also was ist die erste Haltung oder Mentalität, mit der sich viele Christen Gott nähern? And we actually see this in the story in Luke chapter 15. Wir können diese in der Geschichte vom Lukas I'm gonna call it the 15 story of the sehen. prodigal son. Und ich werde sie bestimmt nicht das Gleichnis vom verlorenen Sohn I nennen. hate the title. Ich hasse diesen Titel. So here's the first mentality. It's a slave mentality. Also die erste Mentalität ist eine sogenannte Sklaven-Mentalität. You know, the older son in the story, he had the mentality of a slave. Wisst ihr, der ältere Sohn in der Geschichte hatte die Mentalität eines Sklaven. He obviously was caught in a very religious idea with God. Er war ganz klar in einer sehr religiösen Vorstellung hinsichtlich Gott gefangen. And you know, religious people usually live in a slave mentality with God. Und religiöse Leute leben normalerweise in dieser Sklavenmentalität hinsichtlich Gott. They can never enjoy the goodness of God. Sie können niemals die Güte Gottes They genießen. feel always guilty when they have something good happening to them. Sie fühlen sich immer schuldig, wenn ihnen etwas Gutes passiert, Because the religious spirit has twisted things in their mind. weil ihr religiöser Geist Dinge in ihrem Verstand verdreht hat. So the older son, he clearly had a relationship with his father that was a slave mentality. Und der ältere Sohn hatte ganz klar eine Beziehung mit seinem Vater, die einer Sklavenmentalität gleichkam. Look what he says in verse 29. Schaut euch an, was er im Vers 29 sagt. I'm going to tell you a little bit of the context. Ich werde euch etwas über den Kontext But it erklären. was like this. Und das war so. The younger son is getting all the inheritance. Der jüngere Sohn bekommt sein ganzes Erbe, Then he leaves the father. dann verlässt ihn der Vater. He wastes everything. Er verschwendet alles. When everything is gone and there's nothing left, he comes back to his father. Als alles weg und nichts mehr übrig geblieben war, kommt er zurück zum Vater. He doesn't expect to be received back as a son. Er erwartet sich überhaupt nicht, dass er wie ein Sohn aufgenommen All werden he wants würde. to be is have a house, have a roof over the head, and have food every day. Aber alles, was er wollte, war ein Dach über dem Kopf und jeden Tag eine Mahlzeit. He doesn't believe that he deserves it. Und er glaubt überhaupt nicht, dass er mehr verdienen würde. So when he comes back, Also als er zurückkam, the father runs towards him, embraces him, and throws the biggest party that he's ever thrown. rannte ihm sein Vater schon entgegen, umarmte ihn und machte das größte Fest, das er jemals organisiert hatte. When there is this big party, everybody is celebrating and having a good time. Bei diesem großen Fest feiern alle und verbrachten eine gute Zeit. His older brother is out working on the field. Der ältere Bruder arbeitete draußen aus dem He Feld comes back home, und als er zurück nach Hause kam, hears all this music and noise and party. hörte er die Musik und den Lärm des Festes. So he asks, what's going on? Und er fragt, was ist denn hier los? They tell him, well, your younger brother's come back. Und sie sagten ihm, dein jüngerer Bruder ist And zurückgekommen your father is celebrating. und dein Vater feiert. He refuses to go in and join the party. Er weigert sich, da hineinzugehen, um am Fest So teilzunehmen. angry and so upset. Er ist so zornig und verärgert. And the father says, please come in, please come in. Und sein Vater sagt ihm, bitte komm herein, bitte komm herein Celebrate. und feiere mit. But look what the older son says to his father in verse 29. Aber schaut, was der ältere Sohn zu seinem Vater gesagt hat im Vers 29. Answered and he said to his father, Er aber antwortete und sprach zu seinem Vater. lo, all these many years I have been serving you. Siehe, so viele Jahre diene ich dir. I have never transgressed your commandment at any time. Und ich habe nie ein Gebot von dir übertreten. And yet you never gave me a young goat that I might make merry with my friends. Und mir hast du nie ein Böckchen gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich He gewesen was wäre. the son and yet he saw the father as a hard taskmaster. Er war der Sohn und dennoch sah er den Vater als harter Zuchtmeister. He never saw himself as a son that is loved and accepted. He saw himself as a slave. Er sah sich selbst nie als einen Sohn, der angenommen und akzeptiert war, sondern er sah sich selbst als einen Sklaven. Christians come to God not as a loving father, but as a hard taskmaster. Viele Christen kommen zu Gott nicht wie zu einem liebenden Vater, sondern wie zu einem harten Zuchtmeister. So they have a slave mentality. Und so haben sie eine What's the Sklavenmentalität. problem with the slave mentality? Das Problem mit der Sklavenmentalität ist folgendes. You always approach God based on your works. Du näherst dich Gott immer auf Basis deiner Werke. I have served you this many years. Ich habe dir so viele Jahre gedient. I give 10%. Ich gebe dir 10%. I fast.
Ich faste. I pray. Ich bete. I go to church. Ich gehe in die Gemeinde. Ich lebe ein heiliges Leben. I serve God so well. Ich diene Gott so gut. You know, God wants to dance with you in the flowery field and all you think about just working for Him. Aber weißt du, Gott will mit dir auf der Blumenwiese tanzen und alles, woran du denkst, ist, nur für ihn zu arbeiten. Und das ist das erste Problem. The first problem with this slave mentality is you never see yourself as a son and you always see yourself as a servant. Das erste Problem mit dieser Sklaven-Mentalität ist, dass du dich selbst nie als ein Sohn siehst, sondern immer als ein Diener. Servants have to work. Und Diener müssen arbeiten. So now every time you come to God, you actually put the focus on what you have done. Und das heißt, immer wenn du jetzt zu Gott kommst, legst du den Fokus auf das, was du gemacht hast. I read my Bible for half an hour. Surely God will bless me. Ich habe eine halbe Stunde in der Bibel gelesen. Klar, dass Gott mich jetzt segnet. I've prayed for 35 minutes intensely. Surely God will answer. Ich habe während 35 Minuten intensiv gebetet. Sicher wird Gott mir antworten. I've given, I've done, I've done, I've given, I've given, I've done, I've done, I've given. Now God has to do something. Ich habe gegeben, ich habe gemacht, ich habe gemacht, ich habe gegeben. Also muss Gott jetzt auch etwas machen. That's the first problem with approaching God with a slave mentality. Das ist das erste Problem, wenn man sich Gott in einer Sklavenmentalität nähert. Tomorrow we talk Und more. morgen reden wir weiter.